Hey, willkommen zurück. Fragranstock hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt's gesehen. Dior Sauvage Elixir, der neue. Ja, hier, schaut euch den an. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Hey, willkommen zurück. Ja, Dior Sauvage Elixir. Im Endeffekt gleich gehalten. Es gibt ihn allerdings nur in 60 ml, nicht mehr in 60 und 100, glaube ich. Nur noch in 60 und ja, sonst auf jeden Fall gleich geblieben. Schön Magnetverschluss. Hier allerdings ein bisschen eingestanzt. Sieht ganz nice aus, gefällt mir. Leider hat das nicht mehr die Größe so eben wie die anderen. Zu denen kommen wir übrigens auch noch. Ich werde so ein bisschen den Vergleich machen. Aber kommen wir erstmal zu Ihnen hier. Das ist komplett eine andere Liga, ein anderer Duft wie die 4 oder die 3, wenn wir das Very Cool Spray wegnehmen. Vorweg möchte ich noch eine kurze Antwort sagen, weil viele fragen, wo geht eigentlich diese Treppe hin? Ja, wir sind ja in großen Umbau im Haus und ja, das geht auf dem Dachboden, die Treppe, und deswegen, ja, switche ich immer rum. Jetzt stehe ich hier und ja, das wird noch eine Weile dauern, aber wir kriegen es hin. So, das wird ein Thema mal kurz zwischendurch. Ja, Elixir, so. Da hat Dior endlich mal richtig Eier in der Hose, oder beziehungsweise eine Firma, die im Mainstream-Bereich Düfte macht, wirklich Eier in der Hose, also Eier bewiesen, weil dieser Duft ist einfach anders. Auch schöner Sprühnebel, wie eigentlich bei den anderen Düften auch. Das ist echt, das kann man mit diesen anderen, mit den Eau de Toilette, Eau de Parfum gar nicht vergleichen, weil das hier ist einfach, ja, wie soll ich das sagen, so schon Oldschool Barbershop-mäßig. Das geht in die 80er rein, 90er. Und das muss man heutzutage erstmal machen. Wir haben ja immer uns beschwert, Mann, immer nur Duschgel etc. pp. Na, hier kommt noch was ganz anderes. Hier kommt nicht wirklich ganz anderes. Und die Leute, es muss nicht euer Geschmack treffen. Nein. Aber wer hier sagt, das ist Mist, habt ihr schon alles gelesen? Okay, wie gesagt, der Geschmack muss nicht derselbe sein. Aber endlich mal was anderes als das übliche. Frisch, Duschgel, Duschgel frisch, süß, Duschgel frisch. Hier ist es nicht, wirklich. Und das macht auch der Muskatnuss. Man muss Muskat oder Muskatnuss muss man mögen. Muss man wirklich, das ist wie auf Kartoffelpüree. Es gibt ja welche, die da Muskat drauf machen. Ich bin auch einer, das passt einfach. Aber das macht nicht jeder. Und das ist eine komplett andere Liga. Dazu Grapefruit und Zimt. Das heißt, Zimt und ja, Muskat sind schon in der Kopfnote extrem. Viele sagen, ich nehme fast nur die Lakritze wahr. Die Lakritze kommt auch, aber nur in einer Basisnote, in Dry Down. Das kann sein, es ist ja immer so, okay, Muskat, Zimt, Grapefruit am Anfang. Man riecht trotzdem manchmal schon das, was in der Basisnote kommt. Das ist einfach so ein Background. Das kann sein, dass ein bisschen für mich jetzt persönlich ein bisschen die Lakritze mitspielt, aber das ist einfach was anderes. Also das könnt ihr nicht mit diesen Düften vergleichen. Und jetzt kommt's, die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit liegt 15, 16 Stunden. Geil, Alter. Geil, Leute. Das ist doch das, was wir wollen. Natürlich, es ist ein Elixier. Klar, aber ich muss, da kommen wir gleich zu, ich mache das gleich, wegen der Haltbarkeit und auch die Ausstrahlung, ihr werdet definitiv wahrgenommen, über Stunden, also das ist ein hammergeiles Teil. Ich finde das richtig cool und nicht, weil es hat trotzdem modernen Twist, es hat die DNA von Sauvage im Hintergrund, aber für mich 10%, 15%, der Rest ist einfach, ja, was anderes. Lavendel kommt ja dann auch noch und Kumarin. Das ist einfach was geil. Das ist einfach, das finde ich schon richtig nice und da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog sagt. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Eau de Toilette. So, ich nehme das mal kurz Elixir hin. Das Eau de Toilette ist immer noch, und ich nehme das jetzt gerne alles mit rein, das Eau de Toilette ist immer noch pervers gut und kann man einfach immer noch tragen. So, das gleich mal vorweg, falls die Frage immer noch aufkommt. Ja, für den Dog kann man Sauvage 2021 immer noch perfekt tragen. Ich kenne allerdings nur, ihr seht ja, ich hoffe, dass ihr das seht, wie viel hier noch drin ist. Das ist die alte Version, die allererste, die hält bei mir 12 Stunden. Das, habe ich gehört, gibt es nicht mehr. Sehr schade. Aber das ist einfach für den Tag, Büro, einfach immer noch,
ja, einfach perfekt eigentlich. Das Harz, der Lavendel, hier ist auch, ihr kennt den Duft ja, ich muss ihn ja nicht weiter vorstellen. Der hat schon Stil und wenn ihr dann abends ein bisschen essen gehen wollt, passt einfach das Eau de Parfum immer noch. Das ist einfach durch die Vanille, die da reingenommen worden ist, was ja beim Eau de Toilette nicht da ist, ist hier auf jeden Fall da. Cool, den habe ich, ihr seht, noch nicht so viel benutzt, aber es sind alles die Erstauflagen. Also Leute, das ist eine geile Reihe. Und wenn es sehr heiß ist, also hier wirklich, es gibt nur den Unterschied, ist wirklich im Endeffekt die Vanille. Das passt, aber es ist so richtig entspannte Vanille, keine süße Vanille, die DNA ist da und das passt wirklich cool. Wenn es dann sehr heiß ist, und dann solltet ihr, wenn es das noch gibt, ich werde unten alles verlinken, schaut auch mal rein, ihr müsst das ein bisschen durchlesen, nehmt meine Prozente und ja, alles unten beschrieben, schaut mal rein und dann holt euch auf jeden Fall den Elixier. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Hier, Very Cool Spray. Kann ich jetzt nicht sprühen, ihr kennt das, da kommt richtig Feuer raus und das kühlt ab. Das ist richtig eine Erfrischung. Ich finde den fast insgesamt am geilsten. Nehmen wir das Elixier jetzt mal weg von den normalen Sauvage. Weil hier die Grapefruit in die Kopfnote eingefügt worden ist, die auch beim Elixier nur drin ist. Also richtig cool. Und ganz zum Schluss, viele meckern ja über das Parfüm. So, das Parfüm ist für mich mit das Stärkste, die Mandarine, die da drin ist und einfach die Tiefe, die dieses Parfüm hat. Die Haltbarkeit nicht so, aber ja, das ist schon geil. Cremig, die Tiefe verbindet so ein bisschen das Eau de Parfum mit den Eau de Toilette und dann so ein bisschen zusammen, ist schon richtig nice. Also das ist eine geile Reihe und dazu natürlich das Model, was einfach perfekt passt, was ich immer sage, der Johnny Depp Duft, ihr kennt es. Ja, und hier das männliche, wirklich ein bisschen für, die kann man wirklich tragen, wenn ihr, wie soll ich sagen, eigentlich auch von, ja, außer vielleicht das Parfüm, aber sonst kann man das wirklich von ab 16 tragen. Ich sage, ihr könnt tragen auch den hier. Wenn ihr den gut findet, mit 18 tragt den. Aber normalerweise im Schnitt ist das ein Duft, der so ab 30 und hier selbst die Fliege macht den Duft oder hier Sauvage ist einfach immer noch nice. Ja, sehr stark. Und wie gesagt, Bombenhaltbarkeit, Bombensilage, oldschool, wieder modern und dann Barbershop-mäßig, richtig nice. Ihr seht es, ja, Sauvage kommt immer auch draußen, ist immer sehr nice. Irgendwie zieht das immer, ja, irgendwas an, ob das nun Bienen sind, Wespen und so weiter. Das ist ein geiler Duft und ich hoffe, ihr habt, ja, oder mögt den, wenn ihr ihn euch bestellt. Blindkauf würde ich euch schwer. In dem Fall, ich mache ja viel Blindkauf, aber in dem Fall wirklich schwer. Aber testet ihn mal einfach. Er ist sehr geil. Und wie gesagt, unten beschrieben, das macht einen Blindkauf und sehr geil. Also Leute, macht's gut. Das war Sauvage 2021. Wichtig natürlich, es ging ja um den Elixier, aber der Rest ist immer noch brauchbar. Die Eau Sauvage 2021 und ich sage euch auch 2022 immer noch bombengeil. Und das ist einfach, das habe ich aber immer schon gesagt. Ich springe hier nicht zwischen, nein, den kannst du jetzt vergessen. Ach nee, der ist doch wieder gut. Nein, der war schon immer gut. Das ist der letzten 10 Jahre mit der meistverkaufteste Duft. Also, der geht einfach. So, Leute, ich will nicht abschweifen, zu viel sappeln. Macht's gut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.